Seid herzlich gegrüßt vom Patschi und von mir, der Susi. Der Winter ist zurückgekehrt. Heute Vormittag war noch Sonne und ich dachte mir für mein Vorhaben genial. Und jetzt war vorhin ein solcher Schneesturm. Auf meiner Sommerradreise hatte ich die Idee, mal meine ganzen Erfahrungen jetzt von 1,5 Jahren und über 2.500 Kilometern Wohnwagen fahren in einem Video zu machen. Ja, das war im Sommer und heute ist der 20. Januar und der Winter hat uns wieder. Natürlich ist es anders, ob ich ein Hundeanhänger oder einen Kinderanhänger jetzt dranhängen habe. Ich weiß von jemandem, die hatte Fahrrad und Wohnwagen und hat es wieder verkauft. Hat sich wohl leichter vorgestellt. Ja, und ich meine, es ist auch aus der Sicht einer Frau, wir sind halt in der Regel dann leichter und haben nicht so viel Kraft. Ein Mann mit 80, 90, 100 Kilo, der kann auch ganz anders in die Pedale treten und sich aus manchen Situationen wieder rausmanövrieren. Als erstes zum Fahrrad. Mir fehlen natürlich Vergleichswerte mit anderen Fahrrädern, aber ich kann nur sagen, ich bin zufrieden mit dem Riese und Müller mit den 2 Akkus. Verbaut ist der Bosch CX-Motor mit 75 Newtonmetern, zweite Generation. Das Rad ist von 2019. Die beiden Akkus entladen sich wechselseitig. Und ich muss die, wenn ich auflade, nicht vom Rad nehmen. Die können draufbleiben und laden auch wechselseitig auf. Es ist ein Schnellladegerät dabei und in 5 bis 6 Stunden sind die Akkus wieder voll. Was für mich noch wichtig ist, dass es ein Zweirad ist, weil ich ja mit dem Patschi sehr viel auch nebenher laufe und das Fahrrad dann schiebe. Das geht mit den 3 Rädern so gut wie gar nicht. Weiter sollte der Rahmen natürlich stabil sein, aber das ist selbstverständlich. Bei den Wohnwagenrädern hatte ich ja von 16 Zoll auf 20 Zoll aufgerüstet und auch mit Profil, Geländeprofil. Dann hält er besser die Spur. Die 16 Zoll Räder waren einfach nach knapp 1000 Kilometern waren die K.O., also die Mäntel, der Mantel. Weil ich meine, mit 16 Zoll dreht er sich halt einfach auch viel öfters und der Verschleiß ist dementsprechend größer. Außerdem fährt man leichter durch ein Schlagloch mal durch, dem man nicht ausweichen konnte. So ein kleines Rad, das knallt halt immer voll rein. Bei Kopfsteinpflaster ist kupft wie gesprungen, wie man so sagt. Da war auch mit den 20 Zoll Rädern nicht gut zu fahren. Da seht ihr jetzt die Wohnwagenräder, die neuen 20 Zoll Smart Sam und die vom Fahrrad. Ordentlich mit Stollen. Das ist halt auch ein Sicherheitsaspekt. Der Wohnwagen selber ist auch höher deswegen und wenn der Mittelstreifen jetzt mal höher ist, dann setzt man nicht auf. Die Spur wird super gehalten, man rutscht nicht seitlich weg. Also es ist alles möglich, auch wenn hinten nach dann eine Totalwäsche nötig ist oder war. Die Stollenreifen, die halten halt wirklich schön die Spur und man rutscht nicht ab, auch nicht an der Böschung, wenn man mal irgendwo ausweicht.
die bleiben haften. Das Profil an die Reifen lernt man auch schätzen, wenn man so über den Mittelstreifen hin und her wechseln muss, weil man Schlaglöchern ausweicht. Ja, die Bremsen wünsche ich mir an Wohnwagen. Der erste Versuch war jetzt nicht so zufriedenstellend. Es hätte gebremst, aber ich habe sie nicht gebraucht. Und wenn man langsam genug einen Berg runterfährt, dann hat sich bis jetzt wirklich erübrigt. Ich habe es also noch nicht gebraucht. Jetzt geht es auf Schotter wieder bergab. Und ich sage euch, da seid ihr auch dankbar für Stollenprofil, wenn das Rad nicht einfach rutscht. Es ist nicht mal Schrittgeschwindigkeit, was ich da runterfahre. Weil wenn ich da bremse, dann rutsche ich sofort durch. Auch auf so groben Schotter, wo es euch hin und her zieht, sind die Reifen unentbehrlich. Ja, also ich möchte da keine Straßenreifen haben und einen Wohnwagen hinten dran. Da braucht man einfach Grip und auch, dass man seitlich nicht wegrutscht. Und was dann eben ganz wichtig ist und ganz praktisch, das ist die Schiebehilfe. Wenn ich nämlich jetzt so eingeschlagen habe, so stark, Linkskurve, und dann noch schieben muss, da kann ich nicht treten und mein Körpergewicht mit einsetzen. Und da ist einfach die Schiebehilfe Gold wert. Ja. Sei es aus einer Wiese, aus unebenem Gelände, überhaupt immer. Wenn ich eine starke Kurve machen muss, starke Linkskurve, starke Rechtskurven gehen eben nicht, weil dann das Rad hängen bleibt an der Deichsel. Linkskurve könnt ihr ganz einen kleinen Wendekreis machen mit dem Wohnwagen, aber Rechtskurve nicht. Also immer schauen, dass es links rum geht. Und dann da die Schiebehilfe dazu und die manövriert einen dann rum. So, ich mache plus Schiebehilfe aktivieren und schon fährt es los. Ja, jetzt habe ich einhändig und da gehen dann die Pedale auch mit. Ja, und die Schiebehilfe ist aktiv. Da geht es jetzt sogar ein bisschen am Berg rauf. Also ich kann da einhändig dann den Berg rauffahren. Mit dem Patschi im Petego. Die Deichseln, die haben ja immer diese Ausbuchtung nach einer Seite. Wenn ich eine Rechtskurve mache, dann kommt das Rad an die Deichsel und bei der Gelegenheit hat es mich schon geschmissen. Ja, weil dann plötzlich diese Bremse ist und das Rad mit seinem ganzen Gewicht gegen mich drückt. Ich konnte es nicht halten. Bin ich mit dem Rad hingeflogen. Im Gegensatz linksrum geht es dann ja ganz frei, weil da kein Hindernis ist. Also wenn das Rad dann in die Richtung geht. Oh, die Mücken sind schlimm, ja. Also linksrum geht richtig gut. Zusammen mit der Schiebehilfe gelingt so ein ganz enger Wendekreis linksrum. Aufpassen dabei, dass er mit der rechten Ferse nicht unter die Deichsel kommt. Jetzt mit meinen schweren Winterschuhe hat es mich da mal geschmissen, weil ich eben mit der Ferse in der Deichsel hängen geblieben bin. Und das kann man nicht mehr ausbalancieren. Da geht ein ganz enger Wendekreis, aber es bleibt eben nicht viel, um die Körperkraft mit einzusetzen. Und darum ist da die Schiebehilfe, starke Schiebehilfe mit dem Wohnwagen, Gold wert. Die hat uns schon aus der ein und anderen Situation rausmanövriert. Auch wenn ich schiebe und der Patschi läuft und es kommen eben Wurzeln oder Löcher oder so und man bleibt hängen, dann kommt man auch mit der Schiebehilfe wieder raus. Ja, und einen Berg rauf, was ich mit Treten nicht mehr geschafft habe, die Schiebehilfe, die hat es geschafft. Also schaut drauf, eine gute, starke Schiebehilfe noch dabei zu haben. Hier bin ich an Ästen hängen geblieben. Und ihr seht, wie kraftvoll die Schiebehilfe arbeitet. Das Hinterrad trotz der Stollen dreht aber durch.
Worüber man sich freut, wenn man anhält, ist runterzuschalten. Also man freut sich dann beim Anfahren, dass es leicht geht. Zum Beispiel auch, wenn ich eine Bordsteinkante hochgeschoben habe. Wenn die bloß ein bisschen höher ist und ich komme nicht im rechten Winkel drauf, dann rutscht das Rad vom Wohnwagen irgendwie wieder seitlich ab. Also ich habe geschoben und durch dieses Abrutschen schlägt es beim Rad die Deichsel. Die Bewegung geht natürlich ins Rad und ich, die da vorne halte, kriege den Schlag auch ab und kann dann das Rad nicht halten. Das ist mir also schon ein paar Mal passiert. Und mit meine 60 Kilo, das Rad wiegt 30, wenn ich Gepäck drauf habe, das sind locker nochmal 10 Kilo, die da dazukommen. Und das reicht gar nicht. Und wie immer muss jeder so seine Erfahrungen machen. Im Zweifelsfall, nie ist dann meine Devise. Ich wünsche euch immer gutes Vorwärtskommen. Ganz so wie Nasruddin das mal formulierte, als er nach dem Geheimnis des Glücks gefragt wurde. Nasruddin, worin liegt das Geheimnis des Glücks? Das Geheimnis des Glücks liegt im richtigen Urteilsvermögen. Ja, wie kriege ich das am besten? Woher weiß ich das? Na, das kommt mit der Erfahrung. Nasruddin, wie kann ich diese Erfahrung am besten machen? Na, durch falsches Urteilsvermögen. In diesem Sinn wünsche ich euch immer beste Erfahrungen und bis zum nächsten Mal. Immer gute Wege. Eure Susi und Patschi.